Lieber Christian, ich darf dir heute den Martin Sinnhuber vorstellen. Er ist langjähriger Pfarrer und Dechant in Münster gewesen und hat eine ganz große Pfarre geleitet. Und ich glaube, er kann uns sehr unterstützen in den ganzen Fragen, was Gemeindeaufbau betrifft. Darüber haben wir in der letzten Einheit auch gesprochen. Braucht es nicht dazu große Persönlichkeiten mit herausragenden Begabungen? Es gibt ja so ganz unterschiedliche Begabungen. Aber es kommt darauf an, dass jede und jeder die Begabung auch wirklich erst entdecken kann und entfalten kann. Wir merken das gerade bei den Missionen, bei den verschiedenen Projekten, ob das einzelne Missionen sind oder lang andauernde Missionen. Da wachsen so einzelne Dinge heraus, die ganz faszinierend sind. Der eine kann gut zuhören, ein anderer kann gut organisieren, der nächste entdeckt eigentlich eine Gabe, dass er eigentlich einen Vortrag halten kann, einen Impuls. Der nächste, was spürt man, der hat so etwas wie eine prophetische Gabe, der kann gut unterscheiden. Oder es gibt einfach Menschen guten Willens, die gar nicht so gläubig sind. Ob das vom Fahrdienst oder gerade bei dem Essensherrichten und bei den Gastmählern, die man dann auch gibt. Es gibt ganz unterschiedliche Begabungen. Und das Schöne dabei ist, dass das Gemeinschaft schafft. Und vor allem auch deshalb, weil man sich gegenseitig auch wertschätzt in den Begabungen, die man da entdeckt. Das ist auch das, was wir nennen, wenn der Heilige Geist wirkt, dass er Gemeinschaft schafft. Dass er das Schöne, das Beste im anderen auch eigentlich rausholt und so eigentlich eine Gemeinde aufbauen kann. Ich finde das so toll, gerade beim Pfingstereignis sehen wir das so stark. Wenn der Geist kommt, stärkt er die Menschen, ermutigt er sie und vor allem führt er sie zusammen. Wir hören sie bei einem großen Pfingstereignis, als Jesus den Geist sendet, da merken wir, wie dieses Verstehen passiert. Die einen sprechen in einer anderen Sprache und man versteht einander wieder. Das heißt, es ist eigentlich ein großes Liebesereignis, das da Gemeinschaft schafft. Das Gegenbild dazu wäre eigentlich der Turmbau zu Babel. Da denkt nur jeder an sich, jeder ist der Größte, möchte ganz hoch rauskommen, aber man versteht sich nicht mehr. Man wird einander fremd. Und es entsteht Neid oder ein Zwist oder was weiß ich, wenn man nur an sich selber sozusagen glaubt. Aber wenn man aneinander glaubt, einander etwas zutraut, dann kann eigentlich etwas ganz Besonderes passieren. Und das kann in ganz kleinen Momenten auch passieren. Ich finde das ganz spannend, gerade wo wir jetzt auch große Pfarrgemeinden haben, mit großen Einheiten, wo viele verschiedene Gemeinden sind. Wie passiert das, dass so die Nähe zu den Menschen, dass auf diese kleinen Dinge auch wirklich geachtet wird und dass wirklich jeder sich entfalten kann? Es ist ganz spannend, wenn wir das auch bei einer Großgemeinde in Münster zum Beispiel anschauen. Du hast viele Jahre so eine große Gemeinde mit vielen kleinen Gruppen auch geleitet. Wie hebt man so Charismen, Begabungen, gerade als Hirte einer großen Gemeinde? Ja, das, was du ansprichst, ist ja eine der Chancen der ganz großen Pfarren, nämlich dass es viele Menschen mit vielen Begabungen gibt. Noch mal viel mehr als vielleicht in einer kleinen Pfarre, wo nur 3000 zusammen sind. Meine Pfarre, so wie sie jetzt im heutigen Zuschnitt ist, umfasst 20.000 Katholiken, 7 Kirchen und ist sehr vielfältig auch von den Denkrichtungen, von theologischen Ausrichtungen, sehr, sehr vielfältig. Und wenn es auf dieses Thema kommt, der Begabungen, fällt mir als erstes immer ein Ehepaar ein. Ich würde mal sagen, im Herbst des Lebens, beide über 80 und sind gut 50 Jahre miteinander verheiratet. Und als ich in die Gemeinde kam, ist mir aufgefallen, nach dem Sonntagsgottesdienst, die beiden sind nach Hause gegangen und haben sich die Hand gegeben, haben sich Händchen haltend sind sie nach Hause gegangen. Und man hat gespürt, trotz ihrer langen Ehe gehen sie sehr zärtlich, liebevoll miteinander um. Und da habe ich mir gedacht, dieses Paar kann jungen Paaren etwas sagen, wie das gelingt. Und dann bin ich auf sie zugegangen, habe mit ihnen gesprochen, ob sie bereit wären, eine Ehevorbereitung für junge Paare mitzumachen. Und dann haben sie mir ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählt. Und wir haben dann zusammen praktisch das erarbeitet, wie können wir von ihrer Erfahrung, wie das gelingt, das haben wir übrigens Mission is Possible genannt, tatsächlich so genannt, dass es möglich ist, ein Leben lang als Ehepaar miteinander zu sein und auch so, dass die Liebe frisch und lebendig bleibt. Und mit diesem Paar habe ich dann zusammen ihre Lebensgeschichte ein bisschen so erarbeitet, dass man sie gut weitergeben kann. Und wenn dieses Paar bei den Ehevorbereitungsabenden erzählt hat, das war immer mit der aufmerksamste Moment, weil die auch sehr Schweres zusammen erlebt haben. Das ist für mich immer ein leuchtendes Beispiel. Die wären vorher nie auf die Idee gekommen, dass sie etwas zu sagen hätten für andere.
Und dadurch, dass wir ins Gespräch gekommen sind, konnten wir das heben und sie haben das mehrere Jahre gemacht. Jetzt sind sie zu alt, er hört nicht mehr gut, jetzt sind sie ausgestiegen. Aber sie haben mehrere Jahre den jungen Paaren etwas weitergegeben von ihrer Erfahrung. Also ein echtes Charisma, was da ist. Oder ich denke an eine andere Person. Wir haben in der Gemeinde sehr bald gemerkt, wir müssen gegenüber denen, die vielleicht neu dazukommen, eine größere Gastfreundschaft und Offenheit leben. Und ich hatte das aus Amerika kennengelernt, dass man nach den Gottesdiensten einfach am Eingang steht und die Menschen verabschiedet oder auch vor dem Gottesdienst sie begrüßt. Und es gab eine Frau in der Gemeinde, die sehr, sehr still war. Die war im Pfarrgemeinderat damals. Hat eigentlich nie etwas gesagt. Aber mir ist aufgefallen, sie kann unglaublich gut zuhören. Und sich wenn sie dir gegenübersteht, sie schaut dich an, du merkst, sie ist ganz bei dir, bei dem, was du ihr erzählst. Und auch da, die Frau, haben wir dann gefragt, mein Kollege und ich, ob sie bereit wäre, bei diesem Begrüßungsdienst mitzumachen. Und das hat sie gemacht und ist ein Beispiel dafür, wie man, also wenn man in die Kirche kommt, ein freundliches Gesicht sieht und sich willkommen geheißen fühlt. Das sind so 2 kleine Beispiele. Oder mir fällt ein anderer Mann ein, der bei uns Mesnerdienst macht, der selber mal in seiner Jugend sehr auf der Suche war und mal eine Zeit im Kloster war und dann aber gemerkt hat, das ist nicht sein Weg, mittlerweile Familie hat. Also der hatte eine Begabung, ganz einfache Dinge zu sagen. Der hat nämlich mal bei einer Taufe, wir haben einen Begrüßdienst für die Täuflinge. Da war er dabei und hat im Namen der Gemeinde diese neue Familie willkommen geheißen. Und wie er das gemacht hat, hat man gespürt, der kann in ganz einfachen Worten über eine tiefe Glaubenserfahrung sprechen. Und auch da haben wir haben Glaubenskurse gemacht in der Gemeinde. Und dann habe ich ihn gebeten, ob er mal einen Impuls beim Glaubenskurs übernimmt. Und das war ganz großartig. Also er kann mit einfachen Beispielen aus dem täglichen Leben wirklich etwas von seiner Glaubenserfahrung so weitergeben, dass andere damit was anfangen können. Und ja, das sind so kleine Beispiele wie Begabungen, wie ich gemerkt habe, da ist etwas und wie wir versucht haben, daraus etwas zu machen, was für die Gemeinde, dem Aufbau der Gemeinde dient. Wir haben sehr oft davon gesprochen, dass es gemeinschaftsbildend ist, ja, was der Geist an Gaben schenkt. Wie geht es in so einem großen Raum? Wie kann man da Nähe schaffen? Oder hast du da kleine Gruppen gebildet? Wie war das möglich? Das ist ganz wichtig. Je größer der Raum, umso wichtiger ist im unmittelbaren Umfeld diese Nähe zu erfahren. Weil sonst wird es anonym und die Leute fühlen sich nicht mehr beheimatet und gehen weg. Und tatsächlich glaube ich, dass die Nähe entsteht über die Beziehungen, über Personen, die mir vertrauter werden, die ich regelmäßig wiedersehe. Und wir haben versucht, in der Gemeinde ein Netz von solchen kleinen Zellen aufzubauen. Also wir haben das angeboten, wer hat Lust, sich mit anderen zu treffen und im Grunde Leben und Glauben zu teilen. Also nicht einfach nur jetzt so sich zu treffen, sondern miteinander zu beten, miteinander über den eigenen Glauben zu sprechen, vielleicht in der Schrift zu lesen, ein Bibelteilen zu machen. Und daraus ist mittlerweile ein Netz geworden von über 100 Personen in lauter kleinen Zellen zwischen 7 und 10 Personen, die sich ganz regelmäßig treffen und übrigens über die alten Gemeindegrenzen hinweg. Das ist dann auf einmal gar nicht mehr entscheidend, sondern man trifft sich dann mit den Leuten, mit denen man eine gemeinsame Wellenlänge hat und merkt, mit denen möchte ich gerne Leben und Glauben teilen. Und wer begleitet dann diese Gruppen oder leitet diese Gruppen? Da gibt es in der Gemeinde 2 Laien, die das in Absprache mit mir machen, aber die machen eigentlich ganz regelmäßig die Treffen mit den Leitern dieser kleinen christlichen Gemeinschaften, wie wir es nennen. Aber wie das heißt, ist letztlich zweitrangig. Die begleiten die Begleiter, treffen sich regelmäßig mit denen, fragen, wie geht es in den Gruppen, gibt es Schwierigkeiten, braucht ihr neue Impulse, was ihr mit den Gruppen machen könnt. Und ich selber bin vielleicht 2-mal im Jahr bei dieser Runde mit dabei. Hast du als Priester, als Hirte da auch etwas Neues entdeckt oder gelernt, was da in den Gruppen passiert ist oder was das eigentlich bedeutet, gemeinsames Priestertum, für dich selber auch? Vor allem eben durch die, denen ich anvertraut habe, diese Gruppen zu begleiten. Also zu merken, ich muss das gar nicht alles selber machen. Ich bin am Anfang sehr stark selber auch drin gewesen. Das ist vielleicht auch am Anfang nötig, um es erstmal ans Laufen zu bringen. Aber dann zu wissen, da sind 2 Personen, denen kann ich zutrauen, die haben jetzt ein Auge darauf, was passiert in diesen Gruppen. Die kümmern sich um die Einzelnen. Zum Beispiel, wenn in der Gemeinde jemand so etwas sucht, dann geben wir denen die E-Mail-Adresse von einer dieser beiden Frauen, die das begleiten.
Und sie kümmert sich darum, dass sie die richtige Gruppe findet. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, steigen sie da ein. Das ist zum Beispiel etwas zu wissen, ich muss als Priester nicht alles selber machen, sondern ich darf Menschen etwas zutrauen und dann machen sie das auch mit einer großen Selbstverständlichkeit. Oder aus den Gruppen selber, da ist natürlich am Anfang auch die Frage gewesen, was machen wir, wenn wir uns da treffen? Am Anfang gab es so einen dicken Ordner mit ganz verschiedenen Methoden, was man machen kann. Und nach sind alle diese Gruppen dazu gekommen, wir lesen einfach das nächste Sonntagsevangelium und sprechen ganz persönlich, was sagt uns das? Und tauschen darüber aus. Und das ist ja auch was Schönes. Es braucht nicht immer den Profi und es braucht jetzt nicht ein großes theologisches Wissen, um meinen Glauben zu teilen, sondern es genügt die authentische Erfahrung. Und das ist für mich auch was Schönes zu sehen. Da muss jetzt nicht immer ein Theologe sitzen, nicht ein Hauptamtlicher, sondern ich darf das loslassen und darf den Menschen etwas zutrauen. Das ist für mich eine schöne Erfahrung. Genau das, was wir in 1 Korinther 12 lesen, nämlich dass dieser Leib aufgebaut wird durch die verschiedensten Glieder, auch die man am Anfang vielleicht gering schätzt, sind auch ganz, ganz wichtig in diesem Aufbau des Leibes der Kirche. Und so stärkt der eine den anderen. Wir müssen sozusagen der eine den anderen dienen, um sozusagen diesen Leib miteinander aufzubauen.